Die nächsten Schritte waren eigentlich dass die Medien eigentlich immer mehr und mehr geschrieben haben und dass natürlich die Freunde aus USA, die das auch mitbekommen haben, dann England ist auf einmal aufgetaucht, also Frankreich ist aufgetaucht. Und die Vielfalt an Programmen hat ihnen taugt natürlich auch, aber am Ende des Tages hat es ihnen taugt, dass sie quasi 4 Tage Motorrad fahren können und sich untereinander kennenlernen und messen. David Knight, der Engländer, ist gekommen, also ein riesiger Mensch halt, ist da gestanden auf einmal und hat zartes Motorrad da durch den Wald durch und durch die Steine durch und auf einmal steht der als erster da. Wir waren uns ziemlich sicher, dass ein Fahrer wie David Knight, auch wenn er noch nie mit dem Gelände des Erzbergs zu tun hatte, relativ weit vorfahren kann. Nur wir waren in Wirklichkeit, wir waren uns nicht sicher, dass er derart dominieren würde. Na, beim David Knight muss man sagen, er kann mit dem Motorrad fahren, er kann es aber auch tragen. Das ist einer der wenigen. Ja, also er hat einen brachialen Fahrstil, ja, und der prügelt das Motorrad drüber wie kein anderer. Das ist sehr beeindruckend. Der David Knight, der ist irrsinnig brutal. Er geht irrsinnig brutal mit seinem Gerät um und macht sehr viel über die Kraft. Der David hat das Erzberg Rodeo wirklich nicht mit der feinen Klinge, sondern mit der groben Axt attackiert. Mit einem Paket aus unfassbarer Geschwindigkeit am Prolog, mit einem Paket aus Trail-Background, gepaart mit Thors Hammer. Dann hat ein Cyril Deprez eher einen tänzelnden, einen leichtfüßigen Auftritt und ein David Knight spaltet den Berg. Das Erfolgsrezept von David: ich habe nicht Angst vor dem Berg, der Berg muss sich von mir fürchten. Aber er ist sehr unkompliziert und versteht auch abzufeiern. Ein riesiger Mensch, ein Riesenbaby für mich. Und ich hoffe, dass er sich heuer mehr Zeit nimmt und in irgendeiner Form auch die Strecke besichtigt, sodass er halt die Chancen wahrnimmt, das Erzberg Rodeo gut zu bestreiten. Die FMX-Elite und ihr Auftritt am Erzberg Rodeo war jetzt vielleicht aus sportlicher Sicht gesehen für das Erzberg Rodeo gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass die Jungs rund um Andy Bell, rund um Travis Pastrana, rund um Ronny Renner eine ganz andere Komponente zum Erzberg Rodeo gebracht haben. Die Jungs haben einfach das Erzberg Rodeo vielleicht ein großes Stück weit vom Rennsport zum Event gemacht. Ich kann mich noch erinnern an diesen Kini Jump, den ja unter anderem Andy Bell als die Speerspitze der Freestyle-Szene damals mit dem Heinz und mit dem Karl da irgendwie ins Leben gerufen hat. Und der hat dann quasi die anderen Jungs eingeladen. Ich glaube, da haben sie irgendwo gewettet, wer irgendwo was schafft. Ja, der Andy Bell ist rübergekommen und hat gesagt, okay, da gibt es ein Rennen irgendwo in Europa, da kommt keiner durch. Und der Travis Pastrana hat gesagt, okay, da wetten wir. Jeremy Glass genauso auch. Ja, also sind da alle dann irgendwo aufgesprungen und so ist quasi die amerikanische Szene dann bei uns irgendwo gelandet. Also ich glaube, dass die Leute, die aus den USA kommen, halt einfach irgendwo anders gepolt sind als wir. Die kommen aus der FMX-Szene und wollen Spaß haben und irgendwo grenzwertige Sachen machen. Meine liebste Erinnerung an die FMX-Guys am Erzberg Rodeo war sicher die erste Fahrerpräsentation mit Travis Pastrana. Der Wahnsinnige hat dort mit quasi null Anlauf und mit ganz niedriger Geschwindigkeit Backflips in den Hang gelegt. Also diese Dinge, die er kann, fantastisch. Der ist den letzten Teil der Strecke ohne Vorderbremse gefahren. Also der hat Sachen gemacht, für den hat es auch nur gegeben, ein Ziel durchkommen.
den hat es kein Leiden gegeben. Für den hat es gegeben, ich muss das Ziel erreichen. Und wenn er dann im Ziel ist, hat er darüber nachgedacht, ob das jetzt hart war. Der war überhaupt einer der lockersten, der ist im Fahrrad gesessen und hat das erste, was er gesagt hat, das ist wirklich super, er redet keiner auch, weil in Österreich hat er eigentlich niemand gekannt. Für ihn ist es richtiger Urlaub. Ganz ein arger Typ. Also ich glaube, dass die Fahrer sehr viele Eigenschaften haben, weil viele Fahrer sind ja gute Enduro-Fahrer oder Trailfahrer auch, ja, und sie springen halt, weil es ihnen Spaß macht. Ja. Aber die Risikobereitschaft beim FMX ist schon sehr hoch, ja, und wenn man die umlegt dann aufs Red Bull Herstknubbel, das ist ein Bruchteil davon. Und wenn die halt trainieren, die Jungs, dann die können schon was. Also die sind durchwegs in der Lage, auch solche Rennen mitzufahren oder auch zu gewinnen.